Ja, moin, hallo bei Lockpicking Nord, ich bin Tobias. Ich werde versuchen gleich ein CES zu picken. Sieht so aus, als wäre es mal mit Gewalt aus der Tür raus operiert worden. Ist ganz ordentlich verbeult, funktioniert aber einwandfrei. Das Problem bei den CES, ich habe noch nie in eins reingeguckt. Ja, das ist der Schlüssel, funktioniert wunderbar. Sieht sehr, sehr heftig aus. Ja, könnte kaum fieser sein. Das Problem bei den CES, was ich jetzt gerade sagen wollte, ist, die haben keinen Sprengring, sondern die haben einen richtigen Ring. Der wird mit einer Zange hier zusammengedrückt und hält dann den Kern fest. Das heißt, wenn man den Kern wieder ziehen möchte, muss man den Ring kaputt machen. Normalerweise mache ich das nicht gerne, aber ja, möchte euch auch dann doch gerne zeigen, was drin ist, wenn ich es weiß. Ich habe das E30 gerade wieder bepinnt, währenddessen hat Julian mir den Ring eingesägt und rausoperiert. Das ist der Ring. Ne, hier mit der Pucksäge rausgesägt. Ich hoffe mal, wir finden einen Sprengring dafür, der hinterher hält, auch wenn das Ding leider hinterher dann eben nicht mehr original bepinnt ist. Ja, durch das heftige Bitting muss ich auch gleich wieder mal den Picker wechseln, denke ich. Ich habe das durchaus schon gepickt, nur mit dem Standard-Hook, mit dem Hook Nummer 1 von Multipick. Aber im Normalfall brauche ich den Deep Hook, um tief genug runterzukommen. Ich muss ja auch ziemlich um die Ecke rumpicken, mal wieder. Typischer parazentrisches Schlüsselprofil, wie man das halt so kennt. So. Ich finde keinen Binder. Ich müsste ja irgendwas gebunden sein. Das mal so umzuspannen. Scheint mir gerade natürlicher. Nicht so dolle spannen. So, das ist 4, glaube ich. Das hier müsste 1 sein. Na. Natürlich ist hier diese Nase ein bisschen im Weg. Ich muss die Pins genau treffen, sonst bleibe ich da dran hängen. An den Bohrungen, die hier durchgehen. Ich glaube, ich hätte das nochmal üben sollen. Ich habe das schon lange nicht mehr gepackt. Wir versuchen das mal. So. Gleich was übersetzt. Dann nochmal alles zurückspringen lassen, so wie ich das sehe. So, du bist 3, Fragezeichen. Der müsste gesetzt sein. Das ist 5, jetzt kommt 1. Jetzt hat sich der Kern gedreht. Das False Set. Nochmal irgendwas angetippt. 3, glaube ich. Okay, False Set noch tiefer geworden. So, jetzt muss ich nur noch Gegendrehung suchen. 2 gibt Gegendrehung. So, den habe ich gesetzt. 3 musste ich auch nochmal antippen. So ist der Kern jetzt gedreht. Ganz schön heftig. Müsste eigentlich noch 4 fällig sein. Ich versuche den mal zu finden. Den müsste ich auch wieder durch die Gegendrehung finden können. Eigentlich. Hier müsste eigentlich für 4 irgendwo sitzen. Also fällt mir persönlich ganz schön schwer, den richtigen zu finden hier. Ich glaube, ich nehme doch mal lieber den Steep Hook. Den Sparrow Steep Hook. Und mache mich nochmal auf die Suche nach dem 4. Pin. Dem 4. Stift. Hier habe ich ein bisschen Gegendrehung, aber ich glaube, ich bin noch nicht richtig auf dem Pin. Da. So, offen. Entschuldigung, gegen die Kamera gehauen. Ja, gar nicht so schwer. Feedback war gut. Ja, durch den Schlüsselschnitt wurde es ein bisschen schwieriger. Könnt ihr mir ehrlich gesagt vorstellen, dass hier Aufbaustifte drin sind, also Master Wafer, aber wir werden das ja gleich sehen. So, ein bisschen Platz. Wir nutzen wieder die gleiche Methode. Foxys Pinschuh.
der hier heute ganz schön stramm rüber geht. Aber er sagt, er baut gerade an einem, an dem man die Höhe verstellen kann. Das kann nicht, der kann sein, der geht gar nicht tiefer auf. So, dann brauche ich nochmal einen Hook, um den Kern zu ziehen. So. Hier kommt der Kern. Und da ist eine Verlängerung drin. Oder so. Das ist die Kupplung. Packen wir mal hier hin. Ne, ist doch eine Verlängerung, da sitzt die Kupplung noch drin. Kann man nicht sehen bei dem Licht. Gleich kommt eine Taschenlampe. Freut sich jemand über die dritte Hand? Vielleicht? Doch, ja. Ja, die Kupplung sitzt noch, wie man sehen kann. So, gut. Dann den Pin-Twister. Oh, der passt gar nicht. Scheint hat CES einen kleineren Durchmesser. Also Foxy, du kriegst bald Maße durchgegeben für einen kleineren Pin-Twister. Schätze ich mal. Gut, wir lassen die einfach hier hinten raushüpfen. Einfach. So, ganz vorsichtig. So, da ist Nummer 5. Ein Standardstift. 2, 3, 4, 5. Oh, das könnte ein Malheur werden. Oh, 4 und 3. Einmal Standard, einmal Spule. Ich meine, 4 war die Spule. Ich hätte eine Spule gesehen, ganz schön tiefe Spule. Muss ja auch gewesen sein. Ich habe 4 als letztes gesetzt, hat mir ordentlich Gegendrehung gegeben. So, wir versuchen 2. Ich schiebe den nochmal hier auf. So. 2 auch eine Spule. Und dann fehlt ja nur noch 1. Oh Mann, sind das lange Federn. Kein Wunder, dass das alles hier durch die Gegend schießt. Wieder ein Standardstift. Also Standardspule, Standardspule. Jetzt kommen noch die Federn. 5 Stück, so wie es aussieht. Mal kurz die Effektivität testen. Dann sitzen die hier fest. Alles ordentlich verschmiert. Ich meine, dass die Standardstifte effektiv sind, müsste ja klar sein. Gehen sogar ganz schön tief rein. Dafür, dass der Schlüssel so wahnsinnig groß ausgeschnitten ist hier bei 1, 3 und 5. Und die Spulen in 2 müssten natürlich auch sehr effektiv sein. Ja, sind sie. Fungieren sogar fast schon als Standardstift wieder, glaube ich. Gut gemacht. Gut, schauen wir noch die Kernstifte an. Ach, ich habe schon gesagt, die kleben. Wir heben die mal einzeln da raus. So, 1. Nein. 2. Na, jetzt komme ich nicht unter 3. So, hier kommt 3. Na, der Multipicker reicht ganz offensichtlich nur dafür, um das Ding ebenso bis zur Scherlinie zu heben, wenn man denn trifft. Schlüssel, sagt Julian. Was soll ich verwenden? Und damit kriege ich schon mal 5 rauskatapultiert. So. Und jetzt fehlt bloß noch 4. Wunderbar. Der kürzeste Kernstift, den ich je gesehen habe, glaube ich. Gut, gut.
Okay. Ja, sonst ist natürlich nichts verändert hier am Kern oder irgendwas. Aber das ist ja auch klar. Ja, gut, jetzt wissen wir, was in so einem CES drin ist. Das war es für heute. Ich hoffe, es hat gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss.